Ich glaube, wir sind live. Ich glaube auch. Hallo? Ah, guck mal, wir sehen ja parallel die Latenz. Falls ihr uns schon hört, So. wir haben ein bisschen Latenz von 10 Sekunden oder so. Aber ihr könnt ja mal gleich was sagen. Falls man uns schon hört und sieht. Das wäre nämlich voll klasse. Ja, wir sind live, schreibt einer. Ah ja. Super. Wunderbar. Das ist der liebe Hendrik. Das ist der liebe Hendrik. Der genau. liebe Hendrik. Ist schön, dass du dabei bist. Wunderbar. Und wir werden gehört. Ja, das ist ja wundervoll. Ja, dann nochmal ein liebes Schön. Hallo von uns. Ja, es freut uns sehr, dass ihr heute dabei seid bei unserem ersten Livestream. Ja. Es sind schon viele Leute da. Oh cool, 19 Leute sind Super. schon da. Das ist Vielleicht warten wir trotzdem noch einen kleinen Moment. Möglicherweise kommt ja noch der ein oder andere dazu. super. Ja, müssen wir nichts überstürzen. Aber es ist schon mal super, dass Genau. ihr euch alle hier versammelt habt. Dann schon mal ein, wie geht's euch an den Chat, an alle. Vincent Bechtold, Vincent hi. ist auch da, schön. Da ist auch einer Julian, das ist mir sehr sympathisch. Ja, warten wir einfach noch so 1-2 Minütchen vielleicht. Ein kleidsamer Pullover, ja, das stimmt. Vielen Dank. Ja, du musst mal die Haare zur Seite machen, damit man es richtig sehen Ja, kann. ja. Vielleicht kennt ihr die Band. Möglicherweise. Naja, gut. Besser werden die Gigs. Heute leider nicht, aber man probiert sein Möglichstes. Wir geben Ne? uns Mühe. Was? Julian hat sich vergessen, bei mir auszuloggen. Ja, das klappt ja ganz hervorragend offenbar. Da kann ich mich aber nicht so sehr mit identifizieren, weil ich nicht verpeilt bin. Nein, bist du nicht. Das kann Post wenden. Vor allem sehr überzeugend. Ja, ja. Tja. Jetzt habe ich noch gefragt, aber niemand antwortet. Wie geht's euch? Das mache ich auf der Bühne auch immer. Und dann hast du die Response immer so ein bisschen schneller. Aber wir geben uns Mühe. 21 Leute. 21 Leute, Toll, cool. wirklich. Super. Das ist aber schick. Das ist aber echt schick hier. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir den Livestream heute so für circa 1 Stunde veranschlagen. Immer so lange durchhalten. Genau. Roundabout. Wenn's Ja, bisschen mit kürzer euch ist, geht ist das. Mit gut. euch geht das da im Bisschen Chat. länger ist auch gut. Gar kein Problem. Yeah. Servus. Oh, Kalle Petri. Hi. Schön, dass du auch dabei bist. Klasse. Sehr schön. Kalle, dich wird zu hören freuen, dass wir deine Aufsteller immer noch im Einsatz haben. Die liegen übrigens gerade tatsächlich hinter uns. Wir hatten überlegt, die aufzustellen, aber dann war dieses schöne Banner hier schon so bildfüllend. Aber sind immer noch in Benutzung. Der liebe Kalle hat uns nämlich zukommen lassen. Das war sehr, sehr nett von ihm. Ja, eine super schöne Ergänzung für die Bühne auf jeden Fall. Ja. Übrigens, ich sehe schon die anderen aus der Band, die sind auch alle im Chat. Das heißt, solltet ihr irgendwie speziell irgendwas wissen wollen oder so von den Personen, dann fragt auch gerne im Chat. Ich glaube, die sind so lieb und antworten euch dann auch. Das wollen wir nämlich so ein bisschen so frei halten. Wir haben ja Q&A auf das Banner geschrieben, auf den Flyer geschrieben. Deswegen stellt einfach irgendwie Fragen, wenn ihr welche habt. Wir probieren sie mitzulesen. Genau. Mollost verwirrt mich, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das war eben noch Julian, kann das sein? Das war eben noch Julian. Kann das sein? Oh! du vergessen hast, dich dort ja, auszuloggen. okay, das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Wenn ich verpeilt wäre. Es wurde schamlos ausgenutzt. Ja, okay, gut. Ja, schön. Ich glaube, wir können langsam anfangen, oder? Was denkst du? Ich würde noch 8 Sekunden warten, mal 5 nach. Okay, dann haben wir genau 5. Das schaffen wir. Okay, bitte.
Okay, los geht's. So, also nochmal ein herzliches Willkommen hier bei unserem ersten Conspiria Livestream. Wir freuen uns total, dass so viele Leute dabei sind. Wir haben uns für heute überlegt, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, in dem Flyer wollen wir über Gigs sprechen. Ist ja jetzt auch momentan so ein brisantes Thema zu Zeiten von Corona. Genau, wollen wir ein bisschen über Konzerte reden. Wir wollen über das Album sprechen, wie es da momentan aussieht, was aktuell passiert, was in der letzten Zeit passiert ist. Und wie der Julian schon sagte, schreibt uns gerne Fragen in den Chat. Wir versuchen alles zu beantworten. Freuen uns, wenn das ein reger Austausch wird zwischen uns allen. Und ja, ich denke, dann haben wir doch so einen ganz schönen Plan für die nächste Stunde. Ja, würde ich auch sagen. Hier schreibt einer, ich habe an meinem PC seit dem Sternenklang noch einen Sticker von euch kleben. Ja, super geil. Schön. Das freut uns doch sehr. Ja, Ja, den Sternenklang-Gig, Schönes den werden wir Konzert. auch nochmal Ja. thematisieren, möglicherweise, über Genau. diesen Stream. Oh, ich blute. Das ist natürlich... du blutest? Ja, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Ich habe doch gesagt, ich bin nicht tollpatschig oder ungeschickt. Okay, wenn du möchtest, du darfst mal kurz entschwinden, wenn du... Na, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Also wenn der Stream gebannt wird, Okay, ja. dann kann man ja irgendwie... Nee, aber alles gut. Ja, ja. Genau, Merch besorgen ist immer eine gute Idee. Das kann ich nur unterschreiben. First things first, wie geht's euch? Dini, wie geht's uns? Uns geht's gut. Ja. Jo. Ach so, genau, Ich auch so. an dieser Stelle können wir vielleicht auch sagen, genau, wir haben das für heute auch ganz Corona-konform gelöst, dass wir uns zu zweit hier bei dir treffen konnten. Du bist geimpft. Ich bin geimpft. Ich habe mich testen lassen am Donnerstag. Alles gut. Also insofern, wir sind wohlauf. Ja, geht uns gut. Mhm. Oder was würden die anderen aus der Band sagen? Wie geht's euch so? Ist vielleicht momentan ein bisschen traurig, weil wir uns alle nicht so wirklich sehen können, außer in Skype-Sessions oder mal 1, 2 von uns, aber nicht so wirklich in der großen Runde. Ja, ich Das meine, fehlt schon. Ja. man schiebt schon so ein bisschen diesen, ich sag mal, Corona-Blues in irgendeiner Form. Also ich meine, man ist natürlich... Also was soll ich jetzt Neues sagen? Man ist zu Hause und kann nicht mehr so viel machen da, ja. Weiß ich. Ja. Alle Corona-frei über die Zeit gekommen bisher. Ja, tatsächlich. Jawohl, Auf jeden Fall. zum Glück, ja. Ihr hoffentlich auch. Ja, hoffentlich auch. Ich muss leider sagen, ich war eine der Personen, die von der Impfung ein bisschen krassere Nebenwirkungen hatte, also mit Schüttelfrost und so weiter, alles gut, aber Hast du mir gar nicht erzählt. gar nicht erzählt, ja, dann weißt du es jetzt. Na gut. Nee, aber war echt nicht schön. Also ich meine, das trifft, so wie ich gehört habe, nicht super viele, aber ja, wenn es passiert, passiert es. Also das ist es auf jeden Fall wert, schätze ich mal. Ausgerechnet jetzt, wo wir nicht mehr unsere WG zusammen haben. Ah ja, stimmt, genau. Das muss ich Jetzt jetzt haben mal wir schon- gerade an dieser Stelle erzählen. Das haben wir schon geleakt. Okay, Wir hatten bis vor 3 Jahren eine WG zusammen, der Julian und ich. Und wenn ich krank war, dann hat er sich immer sehr fürsorglich um mich gesorgt. Und das hätte ich natürlich im Gegenzug jetzt auch gerne gemacht. Erinnerst du dich noch an die keltischen Märchen? Oh ja, ja. Das war immer schön. Hat er mir sogar Märchen vorgelesen. Das war sehr fürsorglich. Ja. Jetzt komme ich auch noch aus Softie rüber, wenn du so weiter erzählst. Aber Oh nein, du bist ein knüppelharter Typ. das werden wir später auch noch sehen. Auf der Bühne bin ich beinhart, wie man so sagt. Na ja, gut. Beinhart. Bist du schon 2-mal geimpft? Ich bin 1-mal geimpft. Ich habe das heute noch recherchiert. Da habe ich gelesen, 90%. Jetzt bin ich ja wieder fit. Ja, das stimmt. Ja, hat sich die Janika gut um dich gesorgt, bestimmt. Ja. War zufällig gerade da. Genau, Janika von Mollos, die programmiert ja gerade Orchester. Auch ein Thema, auf das wir später noch eingehen. Und da haben wir uns so ein bisschen zusammengeschlossen, praktisch. Und ja, das fiel zufällig aufeinander, praktisch. Ja, wollen wir so langsam starten? Ich würde sagen, ja. Womit wollen wir denn starten? Jawohl. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Gigs an. Ja, Ne? ist ja eine gute Überleitung. Haben wir schon über Covid gesprochen. Und Richtig, jetzt, genau. Ist ja momentan für uns alle eine Durststrecke. Ja, und das letzte Konzert ist jetzt leider auch schon ein halbes Jahr her. Das war im Oktober. In Würzburg. Tatsache. Halbes Jahr. Wow. Ja. Mhm.
auch zu Zeiten von Corona. War aber super. Außergewöhnlich. War wirklich, gell? Also Das ist toll, aber da waren auch ein paar von den heute hier Anwesenden dabei. Ihr könnt da vielleicht auch in den Chat reinschreiben, was ihr noch für Erinnerungen an das Konzert habt. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Wie ist das eins in den Chat, wenn ihr da wart? Ne? Das ist eine gute Idee. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das macht man so auf Twitch, glaube ich. Ach so, okay. Ja. Fabi wird Bescheid wissen, der sagt gleich ja, wahrscheinlich. Du hast dir sowas angeguckt. Du bist besser vorbereitet als ich heute. Ach, Quatsch. Ich bin nur halb so gut vorbereitet, wie ich gerne gewesen wäre. Vorbereitung ist bist überschätzt. du heute hier der Kompetenzfaktor. Also, ist eigentlich alles wie Muss ja immer. auch mal andersrum sein. Ich sag gerade, das ist Ach, alles und du wie lachst, immer. ja optimal. Guck da, die Leute schreiben eins in den Chat. Oh, bei Zero schreibt 2, schade. Aber du warst auf dem Sternenklang. Marcel war auch da, ja, das habe ich mir gedacht. Und Fabi auch. Und Philipp, ja Wahnsinn. Irre. Mollust war auch da, ist ja unglaublich. Wir hatten da wohl gespielt, na gut. Ja, nee, aber Würzburg war wirklich super schön, war super gut organisiert. Es gab natürlich einige Vorgaben, die eingehalten werden mussten, aber das war auch, also ich habe es sehr zwanglos empfunden. Es war eine sehr große Location, die Posthalle in Würzburg, wirklich riesig. Entsprechend groß war auch die Bühne, also wirklich ganz, ganz toll auch für uns beim Konzert dann. Klar, Maskenpflicht, so wie man das kennt. Abstand, klar. Und für die Besucher gab es sowohl Sitz- als auch Stehplätze. Und bei den Sitzplätzen musste natürlich dann auch musste Abstand gewahrt werden. Und bei den Stehplätzen war das so, da war quasi um die Stehtische herum war eine Markierung angebracht auf dem Boden und daran konnten die Leute sehen, in welchem Bereich sie sich aufhalten sollen während des Konzerts. Und das hat aber auch jeder gut eingehalten. Ja, also Es wäre mir auch nicht bekannt, dass irgendwelche Fälle danach gemeldet wurden. Ja. Ich glaube, das funktionierte auch über Formulare oder so. War das schon so die Zeit, wo man sich eintragen musste? Wahrscheinlich, oder? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Das, das kriegt man natürlich nicht mit, wenn man nicht durch den herkömmlichen Eingang reinkommt, natürlich. Ne? Ja. Sowas könnte man sich auch diesen Spätsommer nochmal vorstellen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Also das kann man wirklich nicht sagen, irgendwie, dass wir das irgendwie negativ erlebt hätten oder so. Es war ein ganz tolles Event. Ja. Haben auch super gute Rückmeldungen bekommen. Es war ein richtig schöner Gig auf jeden Fall. Und also von unserer Seite auf jeden Fall. Speziell, wenn man in so tollen Locations wie der Posthalle spielen darf. Ja. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn die Bühne auch mal ein bisschen groß ist. Ja. Genau. Ja, hat super funktioniert, schreibt Hendrik Fem Medvoice ist nochmal hier. Der ja auch da war, unter anderem. Genau. Ja. Ja, wie ist es denn? Wollen wir mal was zeigen von Würzburg? Ja, können wir machen. Weil Hendrik ist auch da ein gutes Stichwort. Der liebe Hendrik, der filmt ja immer ganz fleißig bei den Konzerten und hat auf YouTube, ich weiß nicht, ob er das ganze Konzert online gestellt hat, also zumindest einen Großteil. Ja. Kann er ja gleich mal schreiben. Und alle waren Gig-hungriger. Ja, richtig, so ist es auch. Gell, genau. Tja. Stimmt, für dich war es der erste Gig nach der Babypause. Ja, richtig, genau. Tja, Ja, wie war's? das war so das Comeback auf die Bühne. Das war ganz okay. Nee, es war wie, als wäre ich nie weg gewesen, wirklich. Wie lange war ich eigentlich nochmal weg? Es war über ein Jahr. Es war über ein Jahr. Aber da hatten wir so ein bisschen Gig-Flaute. Wir hatten 3 Gigs gespielt. Ja, Da wurdest du ja vertreten. genau. Genau. Vielleicht haben das nicht alle mitbekommen. Vielleicht können wir sagen, wer dich vertreten hat. Ja, das war die liebe Janika von Mollust, Genau, die auch gerade im Chat ist. Genau. Und die Susan, damals Brazilian. Ja, das hat auch wirklich gut gepasst, gell? Das war also klasse. beide Mädels haben das wirklich super gemacht, haben gut reingepasst. Ja, muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das so in die Öffentlichkeit gedrungen ist, aber tatsächlich hatten wir auch mal einen Gig in Bielefeld. Wo du dann auch relativ spontan nicht konntest, also wo dann halt Krankheit zugeschlagen hat oder irgendwie sowas. Und das war halt also einmalige Geschichte wirklich. Das ist so ein Ding, man bekommt 2 Stunden bevor man losfährt diese Nachricht. Da setzt man sich zusammen und überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Also die Leute kommen, um dieses Line-Up zu sehen, das angekündigt war, von dem du ein Teil bist. Deswegen kannst du nicht einfach Nein sagen und sagen, wir kommen jetzt nicht oder was. Ja. Und wir haben dann
gesagt, okay, wir fahren mal hin irgendwie und dann auf dem Weg dahin, also kein Witz, wir haben die Sängerin von den teilnehmenden Bands noch angeschrieben und die haben dann mehr oder weniger von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir spielen sollten, ein paar Songs sich drauf geschafft. Also ganz, ganz toll. Ja. Da auch nochmal große Shoutouts an die guck mal, wer im Chat ist. Große Shoutouts an die Laura. Hello, Viv. Hi, Vivs. Nice to have you with us. Deswegen nochmal Shoutouts an die Vivs und die Mara von Wir zur Feier. Die haben sich da auch ganz spontan, ganz cool vertreten. Bielefeld. Die Vivs? Vivs? Du hast gerade Vivs gesagt. Okay, jetzt habe ich es durcheinander geschmissen. Nee, ich meine natürlich die Mara. Die Mara und die Laura. Richtig, genau. Genau, ja. Von damals Shadow Rise. Ja, richtig. Ja. Du Sorry, wolltest Vivs grüßen, ja? Today's livestream gonna be in German, but maybe you can take it as like a German lesson or something. I know your German is better than you're thinking. That's a bit condescending. Learn German, yes. Von heute Burning Das ist Witches, nicht ganz einfach. richtig. Yes, it's not easy, ja. Ja, aber lass uns doch mal was anschauen. Wir waren ja Gerne. gerade dabei. Ja. Schönes Konzert. Ich erinnere mich gerne dran zurück. Genau. Gucken wir uns mal einen Live-Auftritt zusammen an. Dafür musst du jetzt ganz fachmännisch die Kamera mal wechseln. Ja. Das sieht gut aus. Wir spielen jetzt mal ab. Wir konnten leider im Vorfeld nicht die Pegel überprüfen. Deswegen sagt einfach, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist. Wir regeln danach. Jetzt. Die sind schon voll drin. Siehst du, da ist der harte Ding. Auf jeden Fall. Man kann auch echt sehen in den Shots, wie groß die Bühne ist. Das ist Lautstärke passt offenbar. Was mir schon beim ersten Schauen mal aufgefallen ist, das Mikrofon, das dabei habe, das zeigt irgendwie den Raum. Siehst du das da? Oh ja, man sieht übrigens gerade ganz kurz links in der Ecke das Keyboard, das wir zum ersten Mal dabei hatten. Genau, weil wir sind über dasselbe. Fortan, also seit unserem Bildschirm, Das ist alles mit dem Hilfe gemacht. Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin einweihen müssen. Ja. Das ist alles spannend. Man hört gerade die Kommentare mit zugeschrieben. Ja. Müssen wir ein bisschen näher rangehen. Ja. Wobei Hendrik beschwert sich auch, dass die Musik überblendet wird. Na gut, was haben wir jetzt tun? Ah, Reaction-Video, wir kriegen was Neues. Wir haben das ja auf die Idee, sich eine Gitarre eine Doppelgitarre mitzusetzen. Weißt du das? Marcel, wie kamst du darauf? Du kannst es ja auch im Chat schreiben. Vielleicht ist das aber auch eine gute Idee für weitere Stream-Aufgaben.
Bald kommt der Livestreamer, wo sie auf diesen Stream reacten. Ja, auf jeden Fall. So schafft man sich eine Zuschauerschaft, auf jeden Fall. Achso, haben wir gesagt, welcher Song das ist? Ich glaube nicht, Ich ne? glaube auch nicht. Das ist so cool. Das hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, aber vielleicht weiß es ja auch der eine oder andere. Ich mache die Musik jetzt nochmal leiser, weil wir werden darauf angesprochen, dass wir zu leise sind. Aber... Oh ja, habe ich gar nicht gesehen. Jan schreibt, Keyboards sind immer gut. Grüße geht raus an Jan von Kamboden. Wie so ein Teppich, der sich da aufhängt. Das, was wir gerade hören, ist auch so ein bisschen eine Neuerung im Arrangement, weil wir früher zwei Gitarrenstimmen praktisch aufgeteilt hatten. Das haben wir so aufgeteilt auf Keyboard und Gitarre. Man hat es vielleicht auch eben gesehen, als man quasi die Sitzreihen vor der Bühne gesehen hat, wo die Leute dort positioniert waren, dass eben der Abstand gewahrt werden konnte. So viele Haare auf einem Bild. Vergriffen habe ich mich auch noch, super. Ja, schick. Auch schon umgeschaltet, perfekt. Ja, klar. Ja. Fachfrau. Ich habe jetzt nochmal die Kommentare gehört, dass wir zu leise sind im Vergleich. Genau, die Idee ist so ein bisschen, dass wir uns das anhören können, man es hört, aber man uns auch ein bisschen drüber verstehen kann. Deswegen. Kannst du ein kleines Stück nach vorne rutschen? Stehst Oh auf ja. meinem Kabel. Ja, das kann ich Jawohl, gut. Danke. Na gut. Ja, bis wir die Antwort bekommen, denkt dran, wir haben Latenzen, ganz böse Latenzen. Nochmal der Shoutout, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann Genau, sagt gerne Bescheid. Damit. Hier beantworten on the fly. Ah, Mollusk mag unsere Keys auch. Wunderbar, wunderbar. Gegen Ende war es besser. Ah ja, okay. Okay, gut. Danke Na für die dann. Rückmeldung. Ja. Super. Genau. Ja, ich habe es dann leiser gemacht. Dann bleiben wir auf diesen 70% vielleicht einfach. Ja. Ja, schön. Ah, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Außerdem an dem Abend dabei Mollusk, die haben wir schon erwähnt, Snow White Blood und Remember Twilight. Genau. Auch ganz, ganz tolle Bands, die ihr euch auf jeden Fall mal anhören solltet. Genau, kann man ja auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, Gute ganz gut. Ich mache mal meine Notiz. Ja. Gibt es noch was zu sagen zu dem Gig? Außer, dass es halt der letzte war. Ja, das ist schon wieder stimmt. so lange her. Das stimmt, ja. Ein halbes Jahr. Ja. Ah. Oh ja, Mollusk macht einen guten Vorschlag. Wir sollen die Musik leiser machen, wenn wir sprechen. Das ist vielleicht ganz geschickt. Wie lange sollen die Haare werden? Tja. Die dürfen gerne noch gezüchtet werden. Ich weiß nicht, Wobei, also ich muss das jetzt mal kann wieder ich zum... gerade- Ja, lass genau, mal bitte gerade mal gucken. Spitzen inspizieren. War ich eigentlich die Letzte, die deine Haare geschnitten hat? Nee. Was? Nein? Ja, die werden ja auch zwischendurch mehr splissig. Wen hast du an deine Haare gelassen, wenn nicht mich? Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, also meine Spitzen muss ich mal wieder schneiden, aber so viel länger werden sie, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also, Ja, bei manchen Leuten hört das ab einer gewissen Länge dann auch irgendwie auf. ja, vermutlich bei allen Leuten. Ich meine, irgendwann fallen sie ja aus und du hast ein gewisses Haarwachstum und das schließt dich irgendwann aus, wenn ein Haar irgendwie 5 Jahre auf deinem Kopf ist oder so. Aber ich kenne einige Leute, bei denen werden die richtig, richtig lang. Ja, Ne? ja, klar. Also ich muss jetzt auch gerade an Ellie the Fiddle denken. Die hat ja auch Oh ja, stimmt, super ja. lange Haare. Ich meine aber auch, dass Frauen eine stärkere Haarwurzeln prinzipiell haben, genetisch. Ja, aber okay. das ist jetzt nur gefährliches Halbwissen, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Tja. Bei Marcel weiß ich nicht, das muss er selber sagen. Die dürfen gerne noch. Wie lange der noch plant. Die dürfen noch, ach so, Die ja. dürfen ja. Ich musste auch ein Auge auf eure Haare haben. Hm. Ich bin so, ja, wie kann man sagen? Haarfetischist. Ich bin ja,
Ich hätte jetzt gesagt, ich bin die Haarbeauftragte in der Band. Okay. Ich bin auch diejenige, die immer ein Auge darauf hat, dass kurz bevor wir auf die Bühne gehen, die Jungs ihre Haargummis ausziehen und die Haare offen haben. Gut, als ob wir das vergessen würden. Vergessen wir das? Gut, ja. Da gab es schon so ein paar Beispiele, aber das war auch sehr lustig. Haben wir alles gekonnt überspielt. Der Marcelli ist, ich glaube, es war sogar auch Würzburg wieder, ist er nochmal kurz zurückgesprungen und dann habe ich ihn noch gerade, er war schon eigentlich dabei, auf die Bühne rauf zu rennen und ich habe mir gerade noch geschnappt und Haargummi ausgezogen. Du solltest lieber nicht gucken, was Marcel in den Chat gerade geschrieben hat. Nein, das glaube ich nicht. Marcel hat geschrieben, dass es nächste Woche einen Kurzhaarschnitt gibt. Er versucht mich nur zu verunsichern, aber ich kenne. Guck mal, selbst Mollis ist auf deiner Seite. Mollis schreibt auch nein. Ja, sehr gut. Aber hier ist noch eine ganz guter Hinweis vom Harald. Oder die Musik für sich selbst sprechen lassen und hinterher kommentieren. Das können wir auch machen. Wollen wir das machen? Können wir auch machen. Das ist vielleicht cooler. Ja, okay, dann machen wir das so. Gerne doch. Wir haben nämlich noch eins dabei. Wollen wir das schon anschauen? Meinst du jetzt von Würzburg oder? Nee, vom nächsten. Trommelwirbel bitte. Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Ah ja, stimmt. Genau, wir wollten noch wir wollten einen Schritt zurückgehen praktisch. Ja. Genau, Stichwort Sternenklang ist ja vorhin auch schon im Chat gefallen. Genau, war auch ein super schönes Event für uns. Eine super schöne Erinnerung auf jeden Fall, an die wir uns gern zurückerinnern. Und da haben wir uns gedacht, auch davon wollen wir gerne noch ein Video zeigen. Sorry, dass ich gerade lache, weil der Chat ist echt der Wahnsinn. Hier schreibt einer, und Vorsicht mit der Windmaschine. Nachher verfangen sich die Haare in den Seiten. Ich habe neulich ein tolles Bild von dir zugeschickt bekommen. Oh je. Nicht in den Seiten, nicht in den Rotorblättern der Windmaschine, sondern im Bass. Im Bass, genau. In Mechanik von Gitarre und Bass. Ja. Da weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen nah an den Philipp gekommen beim Mitdenken und auf einmal hingen meine Haare fest. Ich würde es ja am liebsten mal zeigen. Wäre das okay? Ich glaube, das ist okay, oder? Ja. Ich muss mal kurz raussuchen. Lustig. Derweil musst du die Menschen unterhalten und den Chat bespaßen. Okay. Ich kann ja mal... Nee, lieber doch nicht. Noch nicht. Sonst... Ich bin aber so knöpfchendrückwütig. Ich glaube, es hat mein Töchterchen von mir. So, in welchem Chat war das jetzt? Das war... Oh ja. Ich weiß den Kontext ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig. Genau. Nee, da war es nicht. War das bei... ich weiß es wieder. Darf ich? Darf ich? Unbedingt. Ich weiß, aber ich muss mal gerade... Warte mal. Warte mal, wir klicken erst mal auf den Stream deaktivieren, sonst wird über das nicht gleich gestreamt. Ja. Das war hier bei... Warte. Dings. Irgendwie sind meine Augen heute müde. Ich kann dir vorlesen. Ich krieg das. Off-Topic vielleicht? Nee. Nein. Okay. Das war hier doch zu einem ganz bestimmten Thema, aber ich kann es jetzt nicht ansprechen, weil sonst teasert das vielleicht was. Oh ja, nun gut, das geht natürlich nicht. Da. Perfekt, warte mal, ich lade es mal runter. Ja. Oder wir machen das Original einfach mal auf. Nee, ich lade es runter. Speichern. Ich gucke nochmal in den Chat. Ja. Diese tollen Bilder vom Chaostraum und Denis Min und ja, ganz genau. Genau ein solches Bild suchen wir gerade raus. Ja. Das war das Chaostraum, richtig. Wer schreibt das? Die Davina. Ah. Ja, Davina weiß Bescheid. Download will gerade nicht, aber dann... Ah ja, genau, wir müssen auch noch auf Speichern drücken. Wie gesagt, ich bin nicht tollpatschig. Jetzt habe ich es aber oft genug bewiesen, glaube ich. Dieses Bild, oh Mann. Es war so ein Akt, die Haare da rauszukriegen. Okay, jetzt kannst du mal wechseln. Und trotzdem haben wir ja weiter geformt. Habe ich jetzt richtig gedrückt? Ich denke schon. Ah. Ja. Ja. Da sieht man übrigens auch die Credits direkt. Anno von Sachsen, vielen Dank dafür, ja, genau. dass du diesen denkwürdigen Moment festgehalten hast. Das, ja, einmalig. Ich stotze ständig gegen das Mikrofon. Das ist nicht so gut, das hören die Leute im Stream. Oh, Entschuldigung, ja. Jetzt bin ich. Streamt ihr mit OBS? Ja, genau. Das war so heiß. Ja, Hendrik, ich glaube, du warst sogar dabei auch beim Chaostraum, oder? Das ist beim Hendrik ganz gut, weil im Zweifel war er dabei. Auch statistisch gesehen, sehr wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Ach, bestimmt, oder? Ich glaube, wie oft sind wir aufgetreten beim Chaostraum? 3-mal? Ich glaube, Hendrik war immer Stimmt. dabei. Er kann ja gleich mal im Caps Lock Ja schreiben. Oder werden schon Fragen zum Album gestellt?
Ich überlege gerade, ob wir sie uns aufschreiben sollten, weil wir kommen zum Album auch gleich noch. Genau. Aber vielleicht machen wir das dann alles auf einmal. Vielleicht können wir irgendwie eine Notiz Hast machen. du irgendwo in der Schublade vielleicht ein Ja, Zettelchen? gucken, ob da was ist. Hier oben drüber. Oder finde ich hier irgendwas mach ich. Verfängliches für dich? Nichts, was du nicht schon wüsstest. Ob das jetzt gut ist? So, top vorbereitet. Ja, war er. Ja, Philipp schreibt ja, war er. Ja, klar, war Hendrik dabei. Die einfachere Frage wäre vermutlich, wo warst du nicht dabei? Mm. Ja, Sternenklang. Da waren wir eben gerade. Sternenklang, da waren wir eigentlich. Ja. Dann kamen wir zu Haaren und dann kamen wir vom Thema ab. Ich gehe jetzt auch mal kurz auf den Fullscreen zurück. Ich mache hier so eine Mega-Transition. Achtung. Ah, genau, wir lassen es jetzt mal durchlaufen, habe ich gehört. Ja, genau. Wir sind einfach mal still Genau. und reden dann. Und probieren irgendwie nur mit Mimik und Gestik zu kommunizieren. Okay, bitte. Du musst einmal wechseln.
kann man uns wieder hören, oder? Mhm. Wir haben uns eben mal gemutet. Das war echt schade, wir wollten auch so viele Sachen im Chat eingehen, das war so lustig, was ihr geschrieben habt. Ja, wir müssen nochmal hochscrollen. Ich scroll mal. Auf jeden Fall habe ich da jetzt wieder gesehen, dass wir alle ordentlichen Sonnenbrand haben. Oh ja. Oder also ich zumindest. Ja, um das Offensichtliche zu benennen, ey, ist ja der Immer. Wahnsinn gewesen. Immer wenn ich in den Schatten getreten bin, finde ich, hat man das gesehen. In der Sonne ging es tatsächlich. Oh ja. Da habe ich irgendwie nur weiß geleuchtet. Oh ja. Ja, genau, Marcells schwarz lackiertes Effektgerät. Ich habe es, glaube ich, mal angelangt. Also das ist unglaublich. Man konnte es nicht anfassen. Also es hat sich aufgeladen. Man muss sich überlegen. Es stellt eine Dreiviertelstunde in der Knallsonne. Es ist ein Metallgerät. Ja, ja. Das wird Das, brutal heiß. das wurde heiß. Ja. Das wurde heiß. Ah, genau. Ich sehe gerade, Philipp hat hier schon auf unseren fremdländischen Kommentar geantwortet. Super. Tja, Sombrero. Sepirot wollte wissen, wann wir nach Brasilien kommen. Oh. Dann kannst du mal auf Englisch antworten. Yeah. So, when... So, yeah, at the moment it's not really planned to come to Brazil, unfortunately, but hopefully in future. Yeah, Of course. I would love to go there. Yeah. I think we all would love to. Aber Marcel sagt, es hat noch super funktioniert, sein Effektgerät. Wunderbar. Super Qualität. Hallo ihr beiden. Albion sagt Hallo. Hallo Albion. Hallo zurück. Oh ja, Mollost schreibt, ich freue mich auf einen Gig mit Klaviersonne auf den schwarzen Tasten. Ja, ja. Hm. Ist bestimmt auch schön. Da braucht man doch irgendwie ein tragbares Instrument am besten. Das beste Instrument auf der Bühne. Hm? Nee? Okay. Was? Alles gut. Habe ich gerade irgendwas Wir skippen verpasst? einfach. Ach ja, genau. Ich hatte noch 1, 2 Bilderchen vom Sternenklang rausgesucht, die wir uns noch anschauen können. Wenn du nochmal den Screen Soll ich wechselst. noch Hm. Aber natürlich, sehr gerne Ja. doch. Das wollten wir nämlich nochmal hervorheben, weil das war auch ein super außergewöhnliches Erlebnis. Also ich glaube für uns auch das erste größere Festival, wo wir gespielt haben. Kann das sein? Gut, das FEM. Ja, gut, okay. Das FEM. Okay, das. Aber, Ja, okay, du hast recht, natürlich. Ja. aber genau, ich meine, die großen Festivals waren ja bisher noch nicht so viele. Insofern, Mhm. also das war auf jeden Fall ein Highlight, das Mhm. Sternenklang, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also man sieht ja auch an der Running Order, was auch für tolle Bands gespielt haben. Ja, ich weiß noch, ich habe mich sehr gefreut, als ich damals erfahren habe, dass auch Waldkauz und Vogelfrei am gleichen Tag wie wir spielen. Auf der gleichen Bühne, glaube ich. Auf derselben Bühne, ne? Das war auch, nee, ich glaube, Vogelfrei haben auf der großen Ah ja, Bühne okay. gespielt. Aber Waldkauz waren auf der gleichen Bühne wie wir und Ja. mit dem Yannick von Vogelfrei habe ich Backstage noch ein Foto gemacht. Ach ja, Weiß ich noch. witzig. Ja. Dachte ich mir, den schnapp ich mir doch mal. Ja, da haben wir auch die Jannika getroffen, die hat natürlich bei Genau. Haggard gesungen. Ja, Ja, unser Abschlussfoto. Ganz toll. alle etwas abgekämpft, aber super Ja. glücklich. Es war wunderschön wirklich. Es waren viele Total. Leute da, die Stimmung war super. Das Wetter war super. Es war alles so gut organisiert. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Super tolle Erfahrung auch Ja. gemacht. Insgesamt irgendwie. Also wir waren ja wirklich den ganzen Tag eigentlich noch da. So, Mhm. jetzt. Doch, wir haben Haggard ja noch gesehen, ne? Ja, Mal genau. Haggard Also ich habe mir angeschaut. noch einige Bands angeguckt. Wie Mhm. gesagt, Waldkauz und Vogelfrei, Haggard. Ja, aber auch wenn man Ja, so okay. übers Ich glaub, das Festivalgelände läuft, also super nette Leute. Ich meine, es ist Mhm. ein etwas kleineres Festival gewesen. Also im Vergleich jetzt zu Wacken oder irgendwie sowas, aber was ist im Vergleich schon groß, ne? Mhm. Ja, Metal. Es war ja, glaube ich, ein Folk-Festival, eigentlich das Sternenklang. Prinzip Aber es waren könnte man auch sagen, Metal-Bands dabei. Ja. Ähm, Wir waren ja eigentlich eher die Ausnahme, dass wir überhaupt dort spielen konnten, ne? ja, gut. Also von unserem Vom Genre, her. ja. Okay, wobei Haggard sind ja auch noch so ein bisschen schlagen in die gleiche Kerbe. Im Prinzip schon, grob, könnte oder? man sagen, ja. Das kann natürlich die Sängerin von Haggard jetzt mal bejahen oder beneiden. Verneinen.
Ob Ah, genau, gerade Schluss erzählt habe. Marcel schreibt noch Rock den Acker. Ja, stimmt, das war auch Rock den Acker war auch super klasse schön. Festival. Das war bei uns um die Ecke. Das war ja noch in Hessen, glaube ich, ne? Ja, das war Nidderau, meine ich, ne? Mhm. Genau. Ja. Aber auch echt warm. Die Gigs waren gar nicht so weit voneinander entfernt, kann das sein? Wir hatten doch mal... Ich habe neulich irgendwie auch in unserer Timeline rumgescrollt, als ich irgendwie ein Foto gesucht habe oder was. Und wir hatten es doch, dass wir in einem Monat mal 4 Gigs gespielt haben. Also was für unsere Verhältnisse wirklich auch viel ist. Und da war das vom Rock den Acker dabei. Ja. Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen reinrutschen, weil sonst sieht man dich noch. Oh ja. Danke dir. Du musst keinen Sicherheitsabstand einnehmen. Kannst ruhig zu mir Okay, ja, wir sind ja alle gesund. Oh ja, Harald verabschiedet sich, weil sein iPad gleich leer ist. Na dann. Aber schön, dass du bis hierhin dabei warst. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Jannika schreibt grob. Grob, okay. Das lasse ich gelten. Wir haben auch Gitarren. Das muss reichen. Auch Gitarren und eine Sängerin. Ja. Ja. Nee, genau, aber also ich gehe ja auch total gerne auf Mittelaltermärkte. Insofern, bin ich da wirklich doppelt und dreifach auf meine Kosten gefreut, gekommen. auf jeden Fall. Ja. Ja. Warum wir aber auch doppelt und dreifach auf unsere Kosten gekommen sind, wir haben noch mal den Veranstalter am Ende getroffen, den Alex. Genau. Den man vielleicht von seinem dunklen Parabelritter-Kanal auf YouTube auch kennt. Also, das heißt vielleicht, man kennt ihn in der Szene, schätze ich mal. Ja, aber wir haben auch nochmal die Gelegenheit genutzt, ein paar Worte zu wechseln. Wie man sieht, ich glaube, wir haben echt alle Sonnenbrand, ne? Ja. Ja, wir alle. Ist echt nett. Und ich habe mich noch eingecremt, ich weiß es noch. Ich hatte mich sogar eingecremt, Ja. aber es ist manchmal bei mir Ja. vergebene Liebesmühe. Ich hätte es, glaube ich, vergessen, aber deswegen sehe ich auch entsprechend schlimm aus. Ne? Tja. Nee, aber auch, also was soll ich sagen, wir loben jetzt alles in den Himmel, aber es war wirklich ein rundum tolles Erlebnis, Genau. glaube ich. Haben wir gesagt, dass das vom Alex veranstaltet wurde? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ach so, ja, stimmt. Alex war Okay. der Veranstalter, der hat das organisiert, also wirklich eine super Arbeit geleistet, war sehr schön. Ich weiß gar nicht, hat es danach nochmal stattgefunden? Das war ja 2019, das Sternenklang, als wir dort waren. Und ich glaube, das war die erste Auflage. Und ich meine, danach musste es schon abgesagt werden, 2020, weil ja dann auch Corona kam. Würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Also ich habe es jetzt, muss ich gestehen, nicht aktiver verfolgt dahingehend auch. Aber ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann für dieses Jahr wieder geplant war. Ich meine, verständlicherweise halten sich die Veranstalter da zurück. Man kann ja nicht wirklich planen. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn das wieder stattfinden würde. Ja, total. Also mit uns oder ohne uns oder mit uns. Oder mit uns. Oder mit uns, genau. Guter Vorschlag. Ja. Tja. Ja, aber schön. das so als paar kleine Eindrücke. Was in die Live-Kategorie aber auch noch ganz gut reinpasst, ist die Epic Metal Night. Ja, richtig. Unser eigenes Konzertformat, was wir theoretisch alljährlich machen, aber was dann durch Corona auch unterbrochen wurde, die nun dritte Auflage? Die dritte war es, glaube ich, oder? Da bin ich jetzt total bescheuert. Oh ja, das ist jetzt peinlich. Warte mal. Du hast noch gesagt, ich bin gut vorbereitet. Oh Mann, hätte ich mich nur zurückgehalten. Kommt alles zu einem zurück. Lass mal überlegen. Ich hoffe mal, unsere Bandmitglieder springen uns bei, bevor wir zur Scheiße steigen. Nee, ich glaube, es wäre das 4. Mal gewesen. Ja? 2016 zum ersten Mal. 16, 17, 18 und, nee, warte mal. Also mindestens 3 Mal auf jeden Ja, Fall. Wir können ja mal bei einem vorsichtigen 3 Doch, oder ich mehr glaube, es sagen. hat 3 Mal stattgefunden und das 4. mussten wir absagen. Verschieben. Verschieben, ja. 4, Fabi sagt 4, okay. Ja, genau. Na gut. Oh, da kam jetzt immer eine Frage auf Okay. Brasilianisch. Okay, Philipp sagt auch 4. Ja, okay, dann sind wir uns alle einig. Wir haben natürlich auch 4 gemeint. Wir wollten nur so ein bisschen die Interaktion mit dem Chat provozieren. Oh, kann man das irgendwie übersetzen? Ich kann leider nicht. Oder vielleicht kann uns, wenn die Wivs noch da ist. Wivs, could you translate what Sephiroth was asking in the chat, because we're not able to speak the Brazilian language. Is it Portuguese? Is it Portugiesisch, ja, I think so. Portugiesisch? Oh, Andreas Noack, hallo. Hallo. Kein Problem. Wir haben vorhin ein Foto von dir gezeigt. Schade, dass du das verpasst hast. Haben wir? Haben wir.
Ja, Ach das, ja. wo meine Haare im Bass hingen. Mhm. Tja, dann musst du dir den Upload später anschauen dann. Na gut. Ja, aber was soll man so zu Epic Metal Night sagen? Es ist vermutlich wie andere Veranstaltungen auch. Es ist on hold. Und man wartet auf neue Ansagen und auf eine Änderung der Situation. Wir wollen es aber aktiv nicht absagen, sondern wir wollen es verschieben, auch nach Möglichkeit mit demselben Line-Up, wie es angekündigt war. Ein paar haben ja auch schon Karten gekauft, die natürlich weiterhin gelten sollten. Ja, aber das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Was es vielleicht noch hinzuzufügen gibt, wir hatten unsere Facebook-Veranstaltung im Datum geändert. Vielleicht können wir die Sache mal aufklären. Ach so. Ja, ich glaube, wir haben den 31.12.2021 angegeben. Richtig, genau. Das Problem ist, wir wollten am liebsten die Veranstaltung behalten und wir wollten sie nicht löschen. Und man kann nicht einfach sagen, on hold, wann auch immer sie stattfindet, so wie es eigentlich jetzt gerade wirklich der Fall ist. Sondern man muss das Datum auf irgendwas, vermutlich im selben Jahr oder in einem Jahr Abstand oder irgendwie sowas einstellen oder man löscht. Deswegen haben wir halt gesagt, gut, wir stellen das einfach mal auf Silvester, weil es halt vielleicht ein bisschen absurd aussieht, so am absurdesten wie ein Datum halt sein kann in dem Kontext. Das hat aber leider trotzdem dazu geführt, dass manche Leute dann angenommen haben, dass wir wirklich an Silvester spielen. Deswegen nochmal ganz offiziell, wir spielen nicht an Silvester die Epic Metal Night nach. Vielleicht sollten wir das Datum nochmal ändern. Aber ja, das ist der Nur zur Der Aufklärung, Status, genau. genau. Wurde schon die obligatorische Frage nach dem Album-Release-Date gestellt. Die wurde schon gestellt, aber vertagt auf einen späteren Moment im Gespräch. Genau. Aber da sollten wir vielleicht auch langsam hinkommen, wenn wir unsere Stunde einhalten Ja, wollen. also ich glaube, wir müssen ein bisschen überziehen. Ich weiß ja nicht. Ja, können wir ja. Also ihr habt bestimmt ein bisschen Zeit mitgebracht, oder? So hoffe ich. Aber ich denke, wir sollten trotzdem gucken, dass wir jetzt nicht übermäßig überziehen. Ich meine, wir sind jetzt auf 30 Zuschauern, das müssen wir auf jeden Fall halten. Deswegen, der Content muss jetzt besser werden oder bleiben. Okay, also leg dich noch ein bisschen mehr ins Zeug. Album-Release, ja. Genau. Ja gut, ins Zeug legen. Ach ja, genau, ich meine, wir können ja noch mal über das Album sprechen. Warum nicht, oder? Ja, gerne. Ja, schön, gerne. Lass uns doch über das Album reden. Jetzt kommen die glühenden Kohlen. Wir können noch mal den Screen wechseln Ach vielleicht. so, ja. Entschuldigung, Wie sagt man, das ich der bin heiße doch nicht so Stuhl? eine gute Assistentin, wie ich dachte. Du kommst noch rein. Tja, also das Album, ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht beantworten wir es ein bisschen ausführlicher und holen so ein bisschen aus seit dem Release unserer EP Science and Origins 2017. Da werde ich jetzt ein bisschen aus der Ich-Perspektive sprechen, weil ich jetzt nicht für alle anderen so sprechen will, weil ich meine eigene Position am besten kenne, aber wenn es ein Wir gibt, dann sage ich es natürlich Wir. Aber deswegen fange ich so an, die Soundqualität hat mich nicht super stark überzeugt, dann auch von dem Album, von der CD, was das Orchester vor allen Dingen halt angeht. Es war einfach klanglich nicht super echt, nicht sehr immersiv und so weiter. Und das ist halt in unserer Musik so eine Sache, weil das Orchester einfach eine super starke Rolle spielt. So würde ich das im Endeffekt schildern. Deswegen ist es auch entsprechend wichtig, das natürlich hochwertig auszugestalten. Weshalb ich dann auch relativ bald nach dem Release, im Oktober war das ja, dann angefangen habe zu recherchieren, Experimente mit neuer Software zu machen und so weiter. Und so eine Sache, ohne jetzt super technisch zu werden, ist bei so einem Problem immer, dass man ganz viel mit Hardware kämpft. Also man hat relativ komplexe Programme und die müssen viel können. Und wenn das so ist, dann muss der PC auch viel können. Und weil die Playbacks so rein quantitativ so viele Spuren enthalten, führt das halt dazu, dass man extrem krasse Computerpower einfach braucht. Hinzu kommt noch, ich bin selber kein Fachinformatiker, um Gottes Willen. Das heißt, dieser Prozess, der war von ganz viel Research und Trial and Error einfach gekennzeichnet und halt auch nicht so schnell wie jemand, der vielleicht vom Fach kommt. Entsprechend habe ich dann irgendwann 2019 meinen Computer aufgerüstet, was leider die Probleme auch nicht gelöst hat. Das heißt, das Voranschreiten von dem ganzen Ding war halt super lange on hold, weil halt mein Rechner einfach nicht das leisten konnte, was er leisten müsste. Genau, ich schreibe schon in einem Chat, over 9000 Gigabytes RAM
Ja, so, so ungefähr. Hier kennt sich einer aus, genau. Wenn man so umfangreiche Orchestrationen virtuell baut, also man spricht auch von virtuellen Orchestrationen, dann braucht man erstens super viel Arbeitsspeicher und zweitens super viel CPU. Und da fing praktisch schon ein bisschen dann die Reise eigentlich an, wie man wie man das irgendwie bewerkstelligt halt. Um die Zeit herum haben wir dann auch so ein bisschen den Kontakt zu dem Produzenten Arvid Löwenstein aufgebaut, der auch eigentlich so täglich bis heute ein Guide und eine Hilfe ist, so würde ich das. mal so ein paar Fragen auf. Ja, die unbedingt, gerade im genau. Chat kommen, ja? Unterbreche mich bei meinem Monolog auf jeden Fall. Da kam die Frage, was man sich an Spuren einer Anzahl so vorstellen darf. Ach so, ja. Ja, das variiert natürlich so ein bisschen von Projekt zu Projekt, aber also ich glaube, bei der EP war der größte Song irgendwie bestimmt so 400 Spuren groß oder so. Die restlichen so zwischen 300 und 400, so ungefähr. Also ja, ist vielleicht ganz gut, um sich die Dimensionierung so ein bisschen vorstellen zu können. Das ist halt nichts, was ein, ich sag mal, handelsüblicher Rechner, so in Anführungsstrichen, unbedingt direkt leisten kann. Das ist aber dann auch das PC-Update, was ich dann tatsächlich auch unter Zuhilfenahme der Hinweise von einem Informatiker gebaut habe, nicht gereicht hat. Also weil das einfach so ein spezielles Konstrukt ist, was man da sich hinbauen muss, so gesehen. Ja, genau, aber um darauf wieder zurückzukommen, mit dem Arvid habe ich dann praktisch einen immer konkreteren Plan entwickelt, welche Werkzeuge, welche Instrumente für das Album verwendet werden sollten und wie der Produktionsplan aussehen sollte, dass man diesen Anspruch praktisch zusammenbringt mit einem Weg, wie man es wirklich umsetzen kann. Und so haben wir dann Anfang 2020 auch die erste Sample-Bibliothek gekauft tatsächlich. Einmal mehr wurde es dann aber umso dringlicher, dass die Computerpower einfach nicht ausreicht. Und auch mit einem relativ starken Rechner, den ich zu dem Zeitpunkt dann schon hatte. Also ich will mal so sagen, man kann prinzipiell alles machen, aber der Workflow ist dann halt möglicherweise super, super schlecht. Insofern, dass es einfach extrem lang dauert und das Programm dann so um die Ecke, sage ich mal, rum bedient werden muss, dass einfach der Prozess sehr, sehr langwierig und einmal mehr frustrierend wird. Ja, wie gesagt, dann habe ich halt recherchiert, weil vielleicht wisst ihr, dass die Komponisten in Hollywood, also die richtig großen Namen ans Zimmer, Junkie XL und solche Sachen, die fahren tatsächlich solche Setups und wo ich dann am Ende geendet bin, ist tatsächlich ein sogenanntes Multicomputer-Setup. Das heißt, diese Orchestrationen, die ich praktisch hier von zu Hause programmiere, die werden nicht nur von einem Computer gestemmt, sondern mittlerweile von 4 Stück, die alle parallel laufen. Und so habe ich dann im Juli 2020, genau, ich sehe schon, du bist schon bereit zum Wechseln, mir so ein Ding gekauft, tatsächlich. Also einen alten Server-Computer. So sehen die Teile aus. Die sind bestimmt knapp 1 Meter lang oder was, so Rack-Bauteilchen. Wo dann halt einmal mehr, weil wie gesagt, ich bin kein Informatiker und so weiter, ganz viel Trial and Error, ganz viel Research und rumbasteln und aufrüsten und sondergleichen betrieben werden musste, bis dann aber am Ende tatsächlich alles zusammenkam und dann, so sieht es auch jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, vielleicht hört man im Hintergrund ein bisschen ein Summen und Pfeifen, das sind die Server, die hier gerade laufen. Ich hoffe nicht, aber kann natürlich gut sein. Ja, aber tatsächlich ist es so, das Setup, was ich praktisch mit zusammenbauen wollte, das steht mittlerweile und das ist jetzt komplett. Das halte ich für funktional und wir haben auch schon die ersten Sachen dabei umgesetzt praktisch. Wenn du magst, du kannst mal auf meinen Schreibtisch kurz skippen, um mal das nochmal zu zeigen. Also das ist jetzt praktisch, wie mein Schreibtisch vor mir aussieht, vor dem wir gerade sitzen. Mit einfach einer ganzen Menge Peripheriegeräte, auch ohne da jetzt zu technisch zu werden. Alles MIDI-Geräte, um halt Instrumente zu steuern. Also ganz normales Klavier, irgendwelche Fader, Buttons, wie so ein Keyboard, was ich irgendwie zusammengebastelt habe. Ein iPad, was hier mit einer so einer App funktioniert, wo man sich alle möglichen Befehle und dergleichen zurechtbauen kann und so weiter. Und wir brauchen einen Serverraum neben dem Proberaum, wird hier vorgeschlagen. Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Idee.
Liebe Grüße zurück nach Wetzlar. Ja, ja. Ja, aber das sind jetzt so die Eckdaten von dieser ganzen Geschichte. Aber ja, wie gesagt, jetzt ist der lange, beschwerliche Weg hoffentlich am Ende. Also es funktioniert tatsächlich alles. Ja, ich nochmal zurückschalten. Mhm. Auf dem Weg dahin will ich auch nochmal einen Menschen hier namentlich erwähnen, nämlich den Frank Schumacher von Mollust, der da auch Gitarre spielt, der im Gegensatz zu mir tatsächlich von Informatik eine ganze Menge Ahnung hat. Und der mir da auf den letzten Metern noch wirklich ganz groß geholfen hat und tatsächlich Funktionen in dieses ganze Setup hier eingebaut hat, die das Programm einem sonst überhaupt nicht liefert. Der mir da auch ständig mit Rat und Tat zur Seite steht. Insofern ganz großes Danke meinerseits. Einmal mehr an Mollus, genau, von uns Ja. allen. Genau. Ja, aber ich weiß nicht, wir können ja mal in meine Session reinschauen, würde Ja. ich fast sagen, oder? Sehr gerne. Machen wir doch mal. So? Ja. Ja, und so sieht das jetzt aus. Also wir sind jetzt in dieser Musiksoftware, die nennt sich Cubase. Für die das noch nie gesehen haben, das, was hier an der Seite ist, das sind Spuren und diese Spuren repräsentieren Instrumente jeweils. Ich hoffe, die Auflösung ist halbwegs gut, dass man so ein bisschen sieht, was hier passiert. Genau, aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Piccolo Flöte 1 ausgewählt. Ganz kurz. Tschüss, lieber Kalle. Schön, dass du da Ja, warst. mach's gut. Dann hier noch eine Piccolo 2, eine Flöte und so weiter. Und ich kann ja mal kurz durchscrollen und so ein bisschen zeigen, was hier für ein Arsenal von Instrumenten mittlerweile aufgefahren wird. Das hier ist die Percussion, das Gelbe war eben das ganze Blech. Genau. Es ist, ja, Genau. ein sehr, wie soll man sagen, Es ist recht umfangreich tatsächlich. genau, ein geworden. umfangreiches Orchester. Umfangreich, das war der Also was ich die ganze Zeit gebaut habe, war im Endeffekt ein Template, wo die ganzen Spuren drin sind, dass man sich reinsetzen kann praktisch und einfach Musik machen kann, was auch immer so ein Problem bei dieser Sache ist. Wenn man halt die Idee hat für, keine Ahnung, eine Oboe oder irgendwie sowas, dann muss man halt erstmal eine ganze Menge Schritte durchlaufen, um überhaupt zu machen, dass man eine Oboe im Setup hat. Und das ist natürlich ein bisschen ein Weg, aber in der Praxis sieht das dann tatsächlich so aus, man wählt hier irgendwie ein Instrument an. Ich wähle jetzt mal von mir aus auch die Oboe. Und wenn ich jetzt hier auf dem Keyboard spiele, dann hört man die Oboe. Ich hoffe, die hört ihr jetzt auch. Ja, und gleiches Spiel hat für alle möglichen anderen Instrumente. Also die Idee ist praktisch, dass man in das Instrument reingeht und sofort anfangen kann und sofort spielen kann. Genau. Ja, wir können ja mal vielleicht Hier ein paar wird gerade Sekunden zeigen. gefragt, wie es mit der Auslastung der CPU aussieht, wenn das ganze Orchester einsetzt. Es geht tatsächlich. Also die Server, die laufen auf einer konstanten CPU-Last, mehr oder weniger. Oh Mann, die übersteuern sogar, meint Marcel. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man die Last auf die ganzen Geräte verteilt, dann kann man das ziemlich genau, ich sag mal, so kalibrieren, dass der CPU nicht überlastet. Also da habe ich dann auch ein paar Leistungstests und solche Sachen halt gemacht. Und tatsächlich, also ich muss mir auch überlegen, also in dem Setup ist bestimmt schon über ein halber Terabyte RAM verbaut. Insgesamt jetzt und irgendwie, das sind glaube ich 7 CPUs oder sowas, die da insgesamt arbeiten, weil die Server jeweils 2 halten können. Welche Cubase-Version ist das, hat der Hendrik gefragt. Das ist Cubase 10, glaube ich, ne? Ne, 10.5. Nee, Cubase 10.5 ist es, genau. Ja. Genau. Ja, das war wirklich eine Journey, will ich mal so sagen, die nicht immer interessant war, auch sehr frustrierend, wie man sich das vorstellen kann. Speziell, wenn man ausprobiert und 1000 Forenbeiträge liest und schreibt. Und, ja. Aber ich hoffe, es zahlt sich am Ende aus. Ja, ich würde sagen, wir können ja einfach mal reinhören. Ha? Sehr gerne. Das ist jetzt der Anfang von einem unserer Songs, der auf das Album kommen wird. The Goldsmith nennt sich der. Und ich würde sagen, wir sind still dabei. Ja.
fast, das war ein bisschen leise. Ich bin mal so frei, wiederhole das nochmal kurz. Ich hatte eben nämlich eine andere Einstellung gewählt. Dauert ja nicht lang, die Zeit haben wir, glaube ich. Ja. Ja, also man kann sich das halt wirklich so vorstellen, jede Melodie und jede Farbe, wenn man so will, die hier zu hören ist, die wird von einer dieser Spuren repräsentiert. Zum Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ganz kurz. Hier in den Blechbläsern ist es so, da geben meine 4 Hörner eine Melodie vor, die dann von den beiden Trompeten beantwortet werden. Und dann schließlich in so einem absteigenden Basslauf von der Bassposaune in der Tuba aufgenommen werden und das dann zu so einem hoffentlich schlüssigen Ende führen. Ja, und das ist letztendlich so das Grundprinzip, wie die Orchestrationen angelegt werden, wie sie gebaut werden. Natürlich werden wir auch echte Instrumente verwenden, also wir werden nicht alles programmieren. Das Programmieren kann man vielleicht noch dazu sagen, ist einfach die Problematik, dass wenn man diese Sätze praktisch mit einem echten Orchester aufnimmt, dann wird das Unmengen Geld kosten. Also es ist nicht so, dass dieses Setup oder die Plugins günstig gewesen wären, aber es ist trotzdem immer noch gar kein Vergleich zu dem, was man dafür hinlegen würde, auch im Vergleich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier auch schon einige Aufnahmen drin, tatsächlich von verschiedenen Flöten, die hier noch ausgeschaltet sind. Das sind diese hier. Das liegt so ein bisschen daran, wir experimentieren gerade noch so ein bisschen und schauen, was das richtige Instrument praktisch für das ist, was wir hier tun wollen. Da haben wir jetzt verschiedene Sachen ausgewählt. Irgendwie diese Klappenblockflöte von Marcel, irgendwie kurioses Instrument, also eine ganz normale Blockflöte mit einer Klappenmechanik. Ich konnte noch nicht so ganz einen Reim drauf machen, aber sie klang ganz schön. Im Vergleich dazu Jannikas Tenorblockflöte. Vielleicht habt ihr das aus in dem Post erkannt, den wir gemacht haben, zum 1. April. Und die gleiche Flöte in einer höheren Oktave. Und um komplett zu sein, die C-Flöte, das ist eine Tin Whistle. Ja, aber das ist noch so ein bisschen Work in Progress praktisch, aber wir dachten, wir zeigen mal so ein bisschen, was wir tun, ganz konkret und wieso der Stand ist. Kam eben auch noch die Frage im Chat, wie lange es grob dauert, das so zusammenzubasteln. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also natürlich, wenn man jede Spur praktisch händisch zusammenbastelt, dann dauert das natürlich schon seine Zeit. Also ich habe immer, ich glaube bei den Songs früher so über den Daumen gepeilt, dass es bestimmt so 100 Arbeitsstunden pro Song sind oder so fürs Orchester. Ich glaube, das ist ein bisschen konservativ geschätzt, aber ich hoffe nicht, wie man so schön sagt. Genau. Ja. Ich sehe schon, bei dem Tech Talk haben wir uns bei Zuschauer verlassen, aber es haben die meisten durchgehalten, das finde ich super. Wenn ich sowas erzähle, dann denke ich immer, wenn die anderen nur halb so viel Spaß daran haben wie ich, dann ist gut. Aber, naja. Ich finde das auch immer, ich höre dir gerne zu. Das ist schön. Ja doch, weil ich finde, du hast eine schöne Art, das zu erzählen. Ich kann dir da, denke ich, auf meine bescheidene Art ganz gut folgen. Das ist wunderbar. Dann ist die Erklärung auch nicht zu techy. Nicht zu techy. Okay, wunderbar. Ja, aber das ist so die Session, in der wir praktisch ab jetzt ständig arbeiten werden. Und genau, ich habe mir noch 1, 2 Sachen aufgeschrieben, und zwar eingehend davon ausgegangen, wie gesagt, die Orchester, die haben speziell mich nicht so sehr zufriedengestellt. Und wir haben uns halt entschieden, die Songs der EP auf dem Album nochmal neu aufzulegen, um halt wirklich die Form zu erreichen, die wir uns für die Songs im Originalen vorgestellt haben. Wie wir die Songs praktisch uns selber vorstellen und wie sie erklingen sollen. Und ich denke, das ist der Weg, den wir dafür gehen werden. Du
guckst schon in den Chat, sagt er Ja, jemand was? ich gucke in den Chat, genau, also Habt ihr schon mal mit Klavichord 10.000 Euro experimentiert? für ein paar Orchestermusiker Oh, sind doch nicht so viel. ja, das stimmt, aber also man bezahlt da wirklich ein paar hundert Euro pro Stunde teilweise, wenn Ja. man eine Sektion aufnimmt. Also man muss sich überlegen, in einem Orchester sitzen zig Leute, die du alle bezahlen musst. Und wenn das Profimusiker sind, dann bekommen die hoffentlich auch einen anständigen Stundenlohn. Ja, genau. Aber selbst wenn sie nur einen Mindestlohn bekommen, man muss sich das mal ausrechnen. Man hat 60 Leute vor sich sitzen und dann bezahlt man noch die Location und den Engineer. Also das ist schon in Ordnung, wenn man da ein paar tausend Euro für Plugins ausgibt im Vergleich. Hier kommt auch die Frage nach Klavichord. Klavichord. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da ist Marcel jetzt ein bisschen Experte für, aber ich glaube, wir haben noch keins verbaut tatsächlich. Im Black Pearl drüber geredet, warte mal. Ah, das ist der, oh nein. Nein, mein Namensgedächtnis. Was? Wo steht Black Pearl? Ich bin gerade blind. Hier. Ens Bass. Oh nein, das ist jetzt peinlich. Das Bild ist auch so klein. Nein, ja, das ist. Ich erkenne ihn leider nicht. Ja, das ist der Bassist von. Gott, ist das peinlich. Von, oh je, warte mal. Der Christian von Mindreaper. Ich habe nicht in den Chat geschaut. Hi Christian. Sorry, nimm's mir nicht übel. Aber stimmt, ich habe gerade. Ja, genau, nee, wir überlegt, hatten ja ob es drüber Mindreaper gesprochen. war, aber ja, ja. nee, ja. Okay. Nee, tolle Gespräche. Ich erinnere mich auch an, was du mir über dein Bassrig erzählt hast. Das fand ich wirklich auch sehr, sehr spannend. Du könnt ihr übrigens auch mal checken. Der Chris hat auch einen YouTube-Kanal, wo er so Bass-Tech-Dinge erzählt. Das ist auch sehr spannend. Ach, guck mal. Once von Nightwish hat 500.000 gekostet. Ich glaube, es war eines der teuersten Alben auch jemals, was das angeht. Ja. Aber hier, Molos hat auch noch eben was geschrieben. Mit 10.000 Euro für das gesamte Album wirst du nicht hinkommen. Ja, also Jannik hat auch Erfahrung mit Live-Musikern, die bei Mollust ja vor allen Dingen auch spielen, aber auch mit Orchestermusikern und so. Ja. Ed Mollust, fürs Orchesterverein einen Song, ja. Kommt auf den Song an. Ja, stimmt, Marcel sagt, es sind auch wieder 2 Jahre her, der Gig in Black Pearl, deswegen das relativiert das hoffentlich für alle Beteiligten so ein bisschen. Naja, gut. Ja, habe ich noch was aufgeschrieben? Ah ja, genau, ich war gerade bei den Songs überarbeiten. Also genau, wir haben uns halt entschieden, die Sachen nochmal auf dem Album zu bringen. Das heißt nochmal, also es fühlt sich, glaube ich, für uns nicht komplett danach an, als ob wir sie nochmal bringen, sondern wir bringen sie jetzt richtig. Genau, also die So Songs würd von ich's der EP formulieren, werden wir genau. quasi nochmal komplett neu aufnehmen und dann auch auf dem Album nochmal veröffentlichen. Genau, dann auch mit den neuen Orchester-Sounds, so wie es halt intendiert ist irgendwie. Genau, und da sind wir jetzt auch gerade dran, also vor allen Dingen, dass Marcel, Philipp und ich hier die Songs ganz fleißig überarbeiten und ganz fleißig daran basteln und halt probieren, ich will sagen, das Potenzial aus den Dingen rauszukitzeln, was wir gerne bei den Songs irgendwie verwirklicht sehen wollen. Deswegen hoffentlich gelingt uns das irgendwie halbwegs, aber da bin ich ganz Im Zuge positiv. dessen können wir auch die Frage von vorhin nochmal Oh ja. aufgreifen, in welchem Studio wir planen aufzunehmen. Das ist eine Sache, die so ein bisschen auf der Kippe steht, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist eine Sache, die ich ganz diplomatisch erstmal vertagen würde, wenn das okay ist. Aber wir werden da nochmal was drüber schreiben, auf jeden Fall. Aber das wäre nicht ganz fair jetzt, glaube ich, irgendwie da was zu sagen. Ja, das stimmt, das denke ich auch. Du musst nur mal ein bisschen reinrutschen. Ich sehe immer nur, dass du wieder so Ja, ich muss die Kamera bist. beim nächsten Mal anders ausrichten. Wie viele Songs gibt es denn insgesamt auf dem Album? Wollen wir das sagen? Ich weiß es nicht auswendig, weißt du es? Also über eine Stunde Material ist es auf jeden Fall, Ja. das weiß ich. Sind das 10 Songs? Also wir haben auch fast alle Songs schon live gespielt. Bis auf, 1,5. Wenn Sie die Anspielung verstehen. Ich verstehe sie. Es hat einen Moment gedauert, aber ja. Wollen wir das erzählen, warum das witzig ist? Also ich finde es ganz witzig. Ja, erzähl. Ja, also wir hatten die Premiere von unserem Song Fall of Cassandra geplant für den Würzburger Gig. Aber leider hat es irgendeine Person, die nicht zerstreut ist, ich sage es jetzt zum 4. Mal, leider verrafft und das Playback
was im Hintergrund praktisch zu unserer Songs läuft, das war um eine Achtel, also um einen ganz kleinen Zeitabstand um den Klick verzögert. Das heißt, wir haben alle uns einig gespielt und das Playback war halt so ein bisschen hinten dran die ganze Zeit oder vorne weg. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, es war vorne weg. Deswegen sträube ich mich persönlich so ein bisschen, das als Debüt zu verstehen. Technisch gesehen könnte man vielleicht sagen, das war so ein richtiges verunfalltes Debüt. Ich glaube, wir haben es im Chat dann Fail of Cassandra genannt. Das war vielleicht etwas treffender, aber vielleicht bekommen wir nochmal die Gelegenheit, das irgendwo live zu spielen. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit. Genau, Philipp schreibt übrigens 9 Songs plus Intro, wenn er sich nicht irrt, ja. 9 Songs? Achso, genau, Intro habe ich, glaube ich, mitgezählt. Ja. Das wird ein Jahrhundertalbum, sagt Hendrik. Oh je, jetzt haben wir ein bisschen Druck aber aufgebaut hier. Ja, aber einen Song kennt Hendrik, glaube ich, auch noch nicht. Es war eine klassische Generalprobe, Ja, aber auf der wobei Bühne, Marcel, das ist natürlich doof. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, dann abgesehen von Fall of Cassandra wären es dann immer noch 1,5 Songs, die noch nicht live gespielt wurden. Ich muss jetzt hier Okay, jetzt so bin eine ich kleine, raus. so eine kleine Notiz. Ja. Den haben wir aber. Ach so, ja, gut, naja. Ja, also, das ist der halbe, so wie ich ihn noch verstehen würde. Ja, könnte man sagen, ja. Ja, wenn man sich dazu entschließt, die Songs irgendwie grundlegender zu bearbeiten oder was, aber. Okay, guter Hinweis. Aber es wäre keine so schöne Zahl gewesen, wenn wir sagen, 2 Songs oder 3 Songs fehlen. Ja. 1 und 2 mal 0,5, das wären 2. Ja, genau. Ja, gut. Ich sage dazu nichts mehr. Eine misslungene Generalprobe führt zu einer gelungenen Premiere. Ja, die dann hoffentlich beim nächsten Mal ist. Nur war die Generalprobe live, ja, genau. Ich glaube, in der Generalprobe hat das gut funktioniert, ne? Das war bei uns. Ja, also da war irgendwas anderes noch falsch. Also ich habe ja eigentlich so eine Regel, dass ich sage, wir gehen nicht auf die Bühne, bevor wir, also was wir nicht mindestens einmal durchgecheckt haben. Das haben wir halt dann gebrochen und natürlich fällt es dann direkt in den Schoß, deswegen macht das nicht. Es ist nur halb so lustig, wie es aussieht. Stimmt, du hattest an dem Rack noch irgendwas geändert. Irgendwie. Ich weiß auch schon nicht mehr, aber oder ich musste die Session nochmal aktualisieren in unserem Live. Ja, in unserem Live-Player war irgendwas nicht korrekt. Ich weiß auch gerade nicht mehr so genau, ja. Ja, aber hoffentlich zum nächsten Mal. Und da wurde ich angewiesen, dass wenn wir jetzt einen weiteren Gig teasern, zu dem wir eventuell schon Zusagen bekommen haben, nicht so offiziell offensichtlich sagen sollen, was für ein Gig das ist. Deswegen sage ich, wir werden, wenn alles gut geht, Corona lässt grüßen, einen Gig spielen im August. September? Nee. August? Ich habe es dir geschrieben, aber das war falsch. Ach so, okay. Nicht sehr streut. Wie verpacke ich den Hint jetzt am besten? Wo wir schon mal gespielt haben, aber auch so in so einer 0,5-Version. Das ist, glaube ich, gut. Oh ja. Okay, wunderbar. Ja, vielleicht kann da man denkst du jetzt der Großteil, ja, okay. Vielleicht kann man es erraten, vielleicht nicht. Wir haben es tatsächlich vorhin so ein bisschen gehintet, aber ne, das geht schon. Vielleicht könnt ihr den Stream nochmal schauen und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber nicht meins. Ich will nur Klicks generieren. Ich will nur Klicks generieren, ja. Ja, also ich glaube, soweit wäre ich jetzt eigentlich, wenn wir, glaube ich, durch mit allem, oder? Was wir so vorgenommen haben. Oder magst du noch irgendwie was Spezielles sagen? Möchte ich noch was Spezielles sagen? Außer Tschüss, meine ich. Ich finde, du hast schon recht viel gesagt. Ich Vielen wüsste Dank. gar nicht, was da jetzt noch für mich Reicht doch, übrig bleibt. reicht doch jetzt für 2 Wochen. Okay. Es ist gut, wenn ich dann danach erstmal wieder nach Hause fahre und wieder ein bisschen Abstand von dir habe. Ich Ja, habe gemerkt, das war jetzt wieder sehr intensiv. Ja. Und, also Social Distancing das macht als solche Ausrede. Situationen für mich jetzt schon wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ja. Oh, ihr schreibt, jemand, ist ein Musik-Livestream realistisch? Ja, gute Frage eigentlich. Also ich denke prinzipiell schon, aber da müssten wir uns natürlich alle zusammen in den Proberaum treffen. Es sei denn, die Videotelefonie oder wie auch immer ist mittlerweile schnell genug. Da habe ich tatsächlich keine Informationen drüber. Ginge das? Müssten wir mal in Erfahrung bringen. Wie schreibt jemand SE-Revival, was sie damit wohl meint? Keine Ahnung. Was soll denn SE heißen? Ich habe keine Idee. Du auch nicht, gell? Genau, okay. Thema gegessen, danke. Hauptsache mal wieder ein Auftritt, ja. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache mal wieder ein Auftritt, ey. Also ich glaube, wir warten alle so ein bisschen drauf. Aber die Zeit wird auch wieder kommen, wo wir uns hoffentlich auch in so einer Konstellation wiedersehen. Bis dahin aber vielleicht,
auch in der Form mal zwischendurch. Naja. Ja, aber ansonsten, ich würde mal auf unsere letzte Szene springen, wenn du sonst nichts mehr hast. Jawohl. Bin ich dabei? Yes. Das ist nämlich unsere tolle Ich habe Verabschiedungsszene. gar nichts zu tun. Ja, du darfst jetzt nichts tun, sonst ist Ja, sie wieder okay, weg. okay, ich drücke nichts. Ich halte die Finger still. Ja, deswegen, also erstmal super cool, dass ihr alle da wart, dass so zahlreich erschienen seid. Das, Ja, auf jeden Fall. war eine Also total schöne Runde. das war ja für uns nun auch eine neue Erfahrung, der erste Livestream. Da weiß man natürlich nie so genau, was einen erwartet, ja, worauf man hoffen darf. War auf jeden Fall eine super schöne Runde. Ihr wart alle super aktiv im Chat. Vielen Dank für eure ganzen Fragen. Ja, total super. Für eure Zeit auch. Und Haben ja. sogar ein bisschen überschritten die ein Zeit. bisschen waren wir drüber. Gut, wir haben ja auch gesagt, so in etwa eine Genau. Stunde. Und wir haben ja nichts angekündigt, was wir nicht eingehalten haben. Daran sind wir sehr gut. Wir kündigen gar nichts an. Außer das Album kommt morgen oder so. Naja. Ja. Ja, genau. Aber ansonsten, also hinterlasst uns auch gerne nochmal Feedback. Also ob es jetzt hier macht oder auf Facebook, Instagram, wie auch immer. Ihr seht, unsere Lieblings-Social-Media-Plattformen sind hier verlinkt. Da könnt ihr uns gerne folgen oder liken, wenn ihr wollt. Ja, die Links packen wir, denke ich, auch in die Videobeschreibung. Genau. Genau, auf Bandcamp bekommt ihr unseren Merch momentan exklusiv, glaube ich sogar. Ich meine, ihr könnt ihn über Facebook bestellen, aber da ist auch nur der Bandcamp verlinkt praktisch. Bandcamp ist ganz cool, also aus Sicht der Bands vor allen Dingen, wenn man einen recht hohen Anteil eigentlich an dem hat, was dann bei rumkommt. Aber genau, da könnt ihr unsere CD erwerben, die EP. Genau, ein bisschen Merchandise haben wir da. Unter anderem Genau, auch ein paar T-Shirts. Auch T-Shirts mit diesem in Design. diesem wunderbaren Design hier. Leider nicht als Hoodie. Das hat mir noch Nur überlegt. exklusiv. Das wäre mal so eine Sache. Also Bisher. insgesamt aber auch immer, wenn ihr irgendwie Vorschläge, Ideen oder irgendwas habt, wir sind immer total froh, sowas zu hören. Also Feedback, Kritik immer erwünscht. Genau. Genau, hier schreibt noch einer top. Auch die Designs, das Banner, die Kameraeinstellungen sind super, sehr professionell. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben für diesen Test, aber ja. Extra das Live-Banner mit angekartet. Das ist tatsächlich das Banner, was wir auch hinter uns auf die Bühne hängen. Wir dachten, das wäre ganz Ein passend. schöner Hintergrund. Ja, doch, genau. So, dass man das Chaos im Hintergrund nicht sieht. Welches Chaos? Sprechen wir doch die Wahrheit Bei aus. wem sind wir eigentlich hier? Wir sind doch in einem professionellen Aufnahmestudio. Okay. Ja, genau. Soll es denn noch weiter Livestreams geben, wird hier gefragt. Im Prinzip sind wir da für offen. Da schätze sind ich wir mal, offen, ne? auf jeden Fall. Also ja. wenn ihr drauf Bock habt, vor allen Dingen. Das ist so ein bisschen die Idee. Also es ist ja doof, wenn wir irgendwie ganz viel erzählen und uns keiner interessiert. Ja, aber noch heute Ja, aber also wirklich kann man da schon zuversichtlich ganz, sein. ganz finde großes ich. Kino. Hat riesen Spaß gemacht auch. Also mir zumindest, wenn ich Ja, mir jetzt mal auch. für mich sprechen richtig. kann. Genau, also ja, lasst gerne mal von euch was hören, wenn ihr das nochmal wollt. Ja, leider schon zu Ende, schreibt Joachim, ja. Mal gucken, vielleicht lassen wir uns ja überreden oder so. Wissen noch nicht, wann das Album ungefähr erscheint. Ja, um die Frage habe ich mich natürlich jetzt Ein bisschen gewunden. ein bisschen gewunden. Also die Sache ist halt, es dauert halt so lange, wie es dauert, will ich sagen. Aber ich schätze mal, wenn uns jetzt Corona nicht zu sehr irgendwie reingrätscht, dann will ich mal so vorsichtig irgendwie was von einem Jahr sagen. Jetzt ohne mich drauf festnageln zu lassen irgendwie, aber das wäre schon so die Stichrichtung. Also die Schwierigkeit tatsächlich mitunter ist so ein bisschen, wann es wieder möglich seid, Chöre aufzunehmen. Falls ihr das nicht wisst, Chorproben oder gar Live-Veranstaltungen mit Chören oder irgendwie sowas sind ja gar nicht so denkbar, weil die Sänger einen riesigen Abstand halten müssen. Das heißt, selbst wenn man sagt, man nimmt einen Chor auf und hat dann diese großen Abstände zwischen den Sängern, hast du natürlich einen sehr anderen Klang, als wenn man so zusammenstellt, was man vielleicht bevorzugen würde. Weshalb man das auch so ein bisschen davon abhängig machen muss, zumal ja auch eine Location öffnen muss, wo man diesen Chor dann aufnehmen kann. Und auch Chöre sind halt für unsere Musik recht wichtig. Also ich glaube, wir haben sogar in jedem Song wirklich irgendwo Chöre mal drin. Oder sind vorgesehen, wie auch immer. Wir spielen die ja schon live, da sind auch nicht in allen die Choraufnahmen drin, aber das ist natürlich auch immer so ein Thema für sich, Choraufnahmen durchzuführen. Aber ja, genau. Achte darauf, Simon, ich frage. Ach genau, die haben schon beantwortet. Das alte Banner war auch nicht schlecht. Ja, das stimmt.
ist auch eher so ein Ding, dass wir uns einfach ein bisschen entwickeln wollten, was Neues machen irgendwie. Deswegen haben wir gerade so dieses Schwarz-Silberne irgendwie am Start. Gut Ding will Weile haben. Ja, das ist doch mal ein Schlusswort. Wobei ich finde den Wortwitz mit Corona badumts auch gut. Corona. Ja, das ist unser Marcel. Live dürft ihr nicht mit dem reden, weil der haut euch die Witze um die Ohren. Deswegen hat er auch kein Mikrofon, wo er reinsprechen darf Genau. in den Ansagen. Der darf keine Ansagen aus diesem Grund machen. Aber es ist doch auch immer sehr erfrischend. Ja, Es würde ja, was fehlen, wenn Marcel keine Wortwitze macht. Das war ein typischer Marcel. Ja, genau. Yannick hat nämlich schon Live-Erfahrung auch damit gemacht. Oder in etwaigen Proben. Das war auch super. Wir haben unsere Probe abgehalten und natürlich schießt Marcel um sich. Was ist ein gutes Gleichnis? Wie ein Feuerwehrmann in einem Feuerkreis mit seinen Flachwitzen. Das ist wirklich nicht feierlich. Aber, naja. Vielleicht ist das wirklich das Zeichen, dass wir jetzt irgendwie langsam Schluss machen Ja, sollten. ich wollte auch sagen, bevor das Ganze jetzt noch ewig in die Länge gezogen wird, machen wir jetzt mal einen Cut. Oder? Ich glaube, es ist soweit alles... Ich muss noch das eine vorlesen. Ein Livestream mit Marcel wird ab 18 Jahren, das glaube ich auch. Aus diesem Grund, genau. Aus diesem Grund. Ja, zweiter Livestream mit Marcel. Klingt auch gut. Schreibt hier Hendrik auch wieder. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das Warum wäre doch nicht? schön. Ja, Ja. schön. Ja, ansonsten alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung, die wir dann noch nacheditieren werden, schätze ich. Und ja, ansonsten euch ein schönes Restwochenende. Naja, euch einen recht schönen Restabend. Sonntagabend. Einen Bevor es schönen dann- Sonntagabend euch. Ja, genau. Bevor es dann wieder losgeht, die Woche. Genau. Ja, Ja, aber vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir werden mal sehen, ob es eine Fortsetzung gibt. genau. Aber wie gesagt, war ja sehr schön heute, also Ja, warum nicht? Gut, Macht's gut. einen Tschüss. schönen Abend noch. Tschüss.